Erwärmtes Mehl, Butter und Ach, Mensch, Leute, ich habe das alte Koch- und Backbuch gefunden von meiner Oma von 1896. Schaut mal her, da hat sie schon Kochen und Backen draus gelernt. Und da ist auch der leckere Zuckerkuchen drin. Mensch, den kennen wir doch alle auch von der Kirchweih. Und wenn der noch warm vom Blech kommt, ist der doch wirklich herrlich, ne? Und dafür brauchen wir ein bisschen Mehl. Da machen wir uns erstmal eine Mulde. Eine Mulde rein, Mensch. Und da bröckeln wir die Hefe jetzt rein. Butter ist schon ein bisschen flüssig, der hat die Torane schon auf den Herd gestellt und da kommt jetzt noch die Milch rein zum Erwärmen. Und das darf auch nicht zu heiß werden, darum fasse ich immer mit dem Finger rein, wenn ich mir den nicht verbrenne, ist auch für die Hefe nicht zu heiß. Jetzt gebe ich da ein bisschen was von dem Butter-Milch-Gemisch rein. Nicht alles, ne? Noch ein bisschen Öl und ein Esslöffelchen Zucker. Und das verrühren wir alles zum Vorteig. Und den decken wir jetzt ab und lassen ihn an einem warmen Ort 15 Minuten gehen. So, Zeit ist rum und dann brauchen wir schon den Rest von unserer Milchbutter. Die rühren wir mit dazu. Und dann noch ein Ei und ein bisschen Salz. Und schon ist der Teig fertig fast, ne? Gott sei Dank habe ich so ein Maschinchen, weil der bresche da echt die Hände ab, wenn es den Teig mit den Händen kneten muss. Schau, und jetzt sieht man es auch schön, wie er sich löst vom Rand und da ist er genau richtig, ne? Und dann können wir ihn jetzt dann auch mal nochmal abdecken und an einen warmen Ort schön gehen lassen. Mensch, jetzt schau dir mal den Teig an. Na, das ist doch ein Hefeteig, kannst du sagen. Einmalig hier, du. Und jetzt mehlen wir uns ein bisschen die Arbeitsfläche und hauen den da mal drauf. Dann noch ein bisschen Mehl oben drüber. Gar nicht so richtig durchwalke, weil der ist so richtig schön gegangen, Mensch. Und dann habe ich hier mal Backtablett, da habe ich ein Backpapier drauf. Und da tun wir jetzt drauflegen und dann rollt man ganz vorsichtig aus. Schaut Leute, heute nehme ich ganz vorbildlich die Griffe, weil letztens hat schon jemand in die Kommentare geschrieben, ob ich schon entdeckt habe, dass das Nudelholz Griffe hat, weil ich eine andere Rolltechnik angewendet hatte mit dem Ellenbogen. Und da habe ich mir jetzt immer meine kleine Fondantrolle rausgekramt, damit ich da besser in die Ecken komme. Die verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. So, Teig ist verteilt. Und jetzt tut man dann mit der Gabel schön noch ein bisschen einstechen. Und da, wo wir bixt haben, tun wir jetzt ordentlich Butter drauf. Immer so kleine Bätzchen, ne? Das eine da am Ende ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Das kann ich schon mal aufteilen hier. Ich habe den ja noch nie gebacken, ne? Ich kenne den bloß von der Oma und das mache ich heute mit euch zum ersten Mal. Das sieht ja schon mal ganz toll aus. Ofen habe ich schon mal vorgeheizt, 200 Grad Ober-Unterhitze und jetzt haben wir natürlich hier noch ordentlich Zucker, 7 Hände voll, ein bisschen Vanillezucker und das mischen wir ein bisschen und das verteilen wir so richtig schön großzügig. Also Leute, das ist echt krass viel Zucker, aber es ist ja auch ein Zuckerkuchen oder Butterkuchen. Aber wer nicht so viel mag, der nimmt halt ein bisschen weniger. Mein lieber Schwan, jetzt ist der Ofen vorgeheizt und rein damit. Ja, meine Güte, wenn ihr wüsstet, wie das duftet in der Küche, einmalig und warm vom Blech eingedicht.